einfach mal fühlen, wie sich echte Freiheit anfühlt. Wir müssen jetzt anfangen oder es wird wirklich schwer. Zuallererst müssen wir die Natur schützen und große Bäume retten. Ich bin jetzt knapp 5 Jahre in Togo. Ich suche Leute jeglicher Art, jeglicher Interesse und Herkunft. Max und Moritz. Ihr wollt auch was aus der Bar? Na, Eberhard? Mein persönliches Ziel ist ja auch die Selbstversorgung, autark leben zu können und von allem, was ich brauche, hier auf diesem Stück Land glücklich zu sein. Mein Tagesablauf ist natürlich immer individuell und trotzdem habe ich Schweine zu versorgen, ich muss mich um die Esel kümmern, ich habe eine Baumschule zu hüten. Ich bin Philipp, ein gebürtiger Berliner in den 40ern, der vor 10 Jahren als Nomade auszog, die Welt zu sehen. Ich muss Futter ran schaffen und dementsprechend auch gucken, was reif ist, was noch nicht reif ist. Also eigentlich glüht mir den ganzen Tag der Kopf und das sind auch Bereiche, die ich gerne mal abgeben würde. Jemand kümmert sich um die Baumschule, jemand kümmert sich um die Esel oder hilft mir, die Esel besser zu verstehen. Viel zu tun. Wir sind hier in meinem Projekt Permatogo in den Bergen Westafrikas auf 800 Meter Höhe, ungefähr 200 Kilometer von der Küste entfernt. Ghana im Westen, Benin im Osten und nördlich Burkina Faso. Im näheren Umkreis sind halt noch Elfenbeinküste, Nigeria, Niger und so ein paar Wüstenstaaten wie Mali. Alles so 1.000 bis 2.000 Kilometer weg von hier. Hauptsächlich befasst sich das Projekt Permatogo mit Aufforstung, Wassermanagement, also Wiederherstellung des Wassertables und ja, Renaturalisierung. Also ich möchte gern wieder ein bisschen Tiere, Pflanzen, die Natur hier in dieser Umgebung sehen. Also ich suche Leute jeglicher Art, jeglicher Interesse und Herkunft, weil man überall von was lernen kann und jeden in irgendeinem Bereich sicherlich interessiert reinbekommt. Also ich habe mit Tieren und Pflanzen und Umwelt und Menschen und was nicht allem zu tun. Ich brauche auch Leute, die mir mechanisch unter die Hände, unter die Arme greifen und die Maschinen, also die Fahrzeuge wieder in Gang bringen. Ja, inutile doch. Hereinspaziert in die gute Stube, ist ein Arbeitsauto. Ja. Weiß ich noch nicht. Kann auch nicht werden, wenn das hier so aussieht. Ich muss das Stroh holen. Ach, das gibt's doch nicht. Oh! Reicht doch, alles geht zu reparieren. Isolierung drauf. Damit ja der Sitzplatz nicht wegschmort, ne? Hier ist eine ganze Menge, wo sich eigentlich jeder mit jedem Interesse an mich wenden kann und wir finden eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Ich habe einen Auftrag mit dem Projekt, der eigentlich meine Nachbarn involviert. Ich möchte denen gern zeigen, wie sie von ihrer Kaffee-Monokultur wegkommen und mit etwas mehr Diversität A der Natur und B auch sich selber, ihrer Zukunft und ihrem Geldbeutel gut tun können. Und dabei halt nicht nur die Natur ausbeuten. Also grundsätzlich soziales Engagement und natürliche Wiederbelebung. Auf so einer Farm ist einiges zu tun. Da habe ich zum Beispiel die Schweine, die immer wieder sehr viel Futter mögen. Dann habe ich die Baumschule, die Aufmerksamkeit bedarf. Baumschule heißt bei mir nicht nur kleine Stecklinge, sondern halt wirklich auch schon versuchen, mit den vorhandenen Mitteln, das sind die größten Pflanzsäcke, die ich bekommen kann, so kleine Halbstämmchen und das sind jetzt Mandarinen, vorzuziehen, die dann schon außerhalb des eingegrenzten Bereiches sind, weil hier brauche ich keine Sorge haben, dass die Esel oder Enten die abfressen. Und so ist in dem Sinne alles hier. Da hinten sind die Korosol, also die Stachelanonen, hier sind die Mandarinen, hier sind ein paar rarere Wildbäume. Hier kommen wir dann in den Bereich rein, wo ich komplett divers von klein auf, von Saat auf Bäume pflanze. Und dafür, wie gesagt, dieser ganze Oberboden, den muss ich auch noch irgendwo einplanen. Der wird hier, wie gesagt, aus abgelegener Eselscheiße, die halt auch sehr wasserspeichernd ist, und diese angesprochenen
ja, Schweinepampe, die aber, wie man hier im Oberbereich sieht, wenn es nass wird, auch relativ schnell wieder zusammenklumpt. Ne? Also immer bedenken, wir haben jetzt extremste Trockenzeit, da ist schon lange nichts mehr passiert. Und so werde ich das für die Baumschule quasi einmal vorsieben. Ne? Und der Bereich ist dann halt die super fruchtbare, in der Summe locker schon ein Jahr abgelegene, beste Erde, die ich hier finden kann, ne? Die ich hier produzieren kann. Und da geht es dann halt los mit den Anzuchten für meine roten Bananen zum Beispiel. Ich habe hier noch ganz vielen Minztee. Das wird auch demnächst mal wieder nach draußen gehen. Ich habe einige Baobab-Bäume, also wie der hier im Hintergrund aus dem Sahelbereich, sehr, sehr guter Baum. Ich mache viel mit der Jatropha. Das ist auch eine ölhaltige Pflanze, auf die ich irgendwann mal meine Treibstoffgewinnung setze. Was ist denn mit Gemüse? Gemüse im klassischen Sinne ist ja bei uns Tomate, Gurke, sonstiges. Ich ernähre mich hier viel von grünen Blättern, also wie angesprochen das Aloma-Bitterblatt, das Buschbasilikum, den Baobab, den Kapok. Man kann zum Beispiel auch aus den Guavenblättern Tee machen, aus den Papaya-Blättern einige Medikamente. Also Blätter sind bei uns unterbewertet, ne? Und hier halt ein Zusatz zu Früchten. Viele Früchte wiederum sind in unreifem Zustand auch Gemüse. Also die Papaya esse ich unreif gekocht wie eine Zucchini, sehr lecker. Man kann die Soursop, die Stachelanone auch unreif essen. Und so gibt es verschiedene. Die Leute essen hier die Guave eigentlich unreif, was auch komisch ist, aber ist auch wie ein Gemüse. Und zusätzlich habe ich dann natürlich noch gewisse Gurkenklettervarianten von hier und Bohnen und das übliche. Also ausreichend vielseitig, würde ich behaupten. Ja. Ich möchte und muss mit den Eseln Gassi gehen und die teilweise mal wieder einsammeln, wenn sie draußen schlawinern gehen. Ich habe meine Enten und Hühner zu organisieren, dass ich auch irgendwann Eier und Küken habe. Ich muss meine Bananen ernten und Früchte vor der Umwelt retten, wenn ich doch selber was essen möchte. Und all das sind viele Kleinigkeiten, die mich hier den ganzen Tag aufhalten. Die größten Herausforderungen auf so einem Hof sind natürlich die spontanen Reaktionen aufgrund von den natürlichen Gegebenheiten, wann es regnet, wann die Sonne scheint, wann ich welche Arbeiten leisten kann, welche Tiere gerade Hilfe brauchen, wo ich gefragt werde außerhalb meines Programms, was ich ja so im Kopf habe. Also einfach mit dem Drumherum agieren. Das ist nicht immer leicht, vor allen Dingen auch, wenn man hier die Truppen sieht. Licht ist 18 Uhr weg, kommt halt 6 Uhr morgens wieder und danach muss man sich richten. Zum Thema Selbstversorgung als mein Ziel gehört natürlich auch alles drum und drum organisieren. Also da ist Ranschaffen von Futter genauso wie Organisieren von Boden, Kompost, Wasser und so weiter mit drin. Also das alles in Einklang bringen, ohne sich jeden Tag kaputt zu arbeiten. Das ist eine der großen Herausforderungen hier. Zuallererst müssen wir die Natur schützen und große Bäume retten. Und dann andere nachpflanzen, um zu verstehen, wie dieser Biorhythmus mit den verschiedenen Ebenen des Waldes funktioniert und das Thema Agroforst oder Waldgarten, Food Forest hier wirklich vorzeigbar aufzubauen. Rettest du Bäume hier in Togo? Ja, wir versuchen Bäume vor der Kettensäge zu retten und uns mit den Eigentümern über einen Kauf zu einigen. Ich arbeite mit dem Förster zusammen und wir haben hier ein großes Terrain, wo ich halt als offiziell privater Förster anerkannt bin und jeder weiß, dass es Ärger gibt, wenn hier irgendwo was geschnitten wird. Hast du in der Vergangenheit schon mal Wald retten können? Ja, ich habe auch schon einige Waldpatenschaftsprojekte hier und verschiedene Einzelbäume für Einzelspender, Unterstützer des Projekts gefunden, um da auf Nummer sicher zu gehen, dass zumindest diese Bereiche schon mal gesichert sind und sich hoffentlich auch ausbauen werden. Das heißt, du hast Wald mit Spendengeldern gekauft, um somit diese Bäume zu retten. Das ist speziell ein Stück da unten, wo das so funktioniert hat, genau. Und in gewissen anderen Teilen haben wir wichtige letzte Einzelbäume auch schon markiert, gerettet, durchgesprochen und jeder weiß, unser Baum. Das heißt, es gibt noch mehr Bäume, die gerettet werden sollten und auch müssen. Und dafür benötigst du was genau? Mit den großen Bäumen ist es so, dass wir halt Unterstützung brauchen, um demjenigen
aktuellen Eigentümer aufzuzeigen, dass der Gegenwert von beispielsweise 50 € anders beschafft werden kann, als diesen Baum wirklich ins Nirvana zu befördern. Das sind halt meine Intentionen hier, Spendengelder zu akquirieren, um den Leuten dann bare Münze auszuzahlen, die ich auf meinem Projekt hier nicht anders verdiene aktuell. Ja. Mit den Spendengeldern werden hier Bäume gerettet und das 200 Hektar Tal hinter uns wieder aufgeforstet, um aufzuzeigen, was die Ursachen sind, die eine funktionierende Flora und Fauna hier wieder zum Wassermanagement beitragen kann und dass mit den Bäumen zusammen auch nicht nur der Baum an sich als Wert gesehen wird, sondern dass eine Wertschöpfung für das ganze Ökosystem drumherum ist. Und deswegen müssen wir Bäume retten und Bäume pflanzen. Du schwimmst oder nicht? Komm. Setz dich hin, hier bist du trocken. Komm. Nicht auf mir. Geh auf die Passionsfrucht. Ich habe schon an die 2000 Bäume in den letzten Jahren gepflanzt, plus die weiteren 500, 600, die in der Baumschule warten. Wenn ich mich auf den ganzen 200 Hektar austoben kann, dann wird das 1 Million werden. Deutschland vermisse ich gar nicht. Ich war letztens mal wieder kurzfristig da, um ein paar Sachen zu organisieren. Diese doch recht schnelllebige, oberflächliche Welt liegt mir gar nicht mehr und deswegen bin ich natürlich auch klimatisch bedingt hier sehr, sehr entspannt, weil ich vor allen Dingen hier sehr nachhaltig leben möchte, sehr frei leben möchte. Also ich will nicht sagen ohne Regeln, aber mit Regeln, die ich halt in dem Sinn auch für sinnvoll erachte. Und in dem Moment ist das Thema ideologische Freiheit und vor allen Dingen auch natürliche Freiheit und gesunde Lebensweise, gesunde Nahrung, gesunde Luft, gesundes Wasser ist hier eigentlich der Grund, warum ich das bei weitem Deutschland vorziehe. Ich habe keinen Strom, ich habe kein Stadtwasser, aber von der Summe her bin ich immer noch viel weiter privilegiert als meine Nachbarn zum Beispiel. Und ich vermisse kein Stück von dieser europäischen Gesellschaft heutzutage oder auch der westlichen Gesellschaft, die nur noch zwischen Neid und Egoismus und irgendwo so hin und her wabert und kein richtiges Ziel mehr verfolgt, was wirklich allen hilft, nämlich miteinander zu wachsen. Und hier ist in Togo so ein Sprichwort, das ist wie so eine Floskel, die heißt Ensemble, also zusammen. Man kann es nur zusammen erreichen. Und dementsprechend bin ich hier auf Permatogo alleine auch verloren. Der Planet ist immer zu retten, muss zu retten sein für die Zukunft unserer Nachfahren. Und es wird immer härter, die Arbeit wird immer mehr. Wir müssen jetzt anfangen oder es wird wirklich schwer. Und hier in den Tropen ist es noch einfacher als in vielen anderen Bereichen. Und deswegen müssen auch die Leute verstehen, dass eine Rettung unseres Klimas wirklich nur mit einer weltweiten Zusammenarbeit funktioniert. Ganz wichtige Sache. Ja. Und um sowas weiterhin zu verhindern, zählt halt jeder Euro, den ihr in die Baumpatenschaften steckt oder vielleicht mit der Crowdfunding-Aktion, Link in der Beschreibung. Also hier könnt ihr richtig was starten. Also wenn das kein Paradies ist, weiß ich auch nicht.